Endlich wieder Heimspiel. Wolfsburg kommt. Let's go. Ich glaube, es war ein schwieriges Spiel. Wir sind nicht so richtig ins Spiel reingekommen, hatten nicht so viel Ballbesitz, wie wir wollten in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit natürlich mit der Entscheidung, macht auch einen Unterschied. Und dann, wir hatten gute Momente, aber ja, am Ende war es nicht genug. Ja, es ist nie einfach, wenn man früh kommen muss. Erste Halbzeit nicht so richtig ins Spiel reinkommen, zweite Halbzeit besser, aber ja, war nicht das beste Spiel. Persönlich war es auch nicht auf diesem Niveau, wo ich sein will, aber ja, ich habe dieses Vertrauen in mich selber, dass es ja, besser wird und ich spüre schon, dass meine Fitness und alles schön kommt. Das ist Julian Brandt zu Wolf. Cuts inside, Marius Wolf and Metscher off the crossbar. Ja, ich glaube, wir hatten ein Spiel, also das richtig enttäuschend war für uns alle, glaube ich, wo wir gegen Heidenheim nicht gewonnen haben. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen klarer spielen, diese Kompaktheit zu halten und dann unsere Fähigkeiten also maximieren. Ja, ich glaube, wir wissen, dass wir die Qualität haben und wir müssen einfach dieses Chemistry irgendwie zusammenkriegen und dann wird es besser, glaube ich. Ich würde sagen, ich bin also selbstbewusst, ich habe dieses Vertrauen in mich selber, aber auch ich will immer kreieren für die Mannschaft und ja, mein physisch auch zeigen und ja, so viel wie möglich für die Mannschaft zu machen, mit und ohne Ball. Dieses Spiel war einfach von der ersten Minute schwierig. Also wenn man früh ein Tor gegen Dortmund kassiert, dann ist es nie einfach. Also ja, war ein harter Tag. Ja, ich war wieder da vor der Nationalmannschaft, weil ja, mein Bruder ist da und ich wollte ihn sehen. Und ja, die Nationalmannschaft war in Wolfsburg, also war es perfekt für mich. Ich konnte meinen Bruder sehen und dann auch direkt zu der Nationalmannschaft gehen. Ich erinnere mich an die Zeit, als unser Trainer, ich glaube Kohfeldt, an der Zeit krank war. Und dann stand er da an der Seite, Felix, und sollte eingewechselt werden. Und dann hat es dann noch nicht funktioniert. Und diese Nächte, daran kann ich mich gut erinnern. Aber das hat ihn sehr, sehr gestärkt, glaube ich. Jetzt ist er auch bei Dortmund, wo es halt viele Erwartungen gibt und er kennt halt diese Tiefen, seine Ability. Er ist ein sehr kreativer Spieler und ich finde ihn auch einfach vom Charakter her hat er keine Angst und das schätze ich sehr an einem Spieler und halt meinem Bruder auch. Das ist geil. Ja, das war ein Spiel, wo, wie er gesagt hat, der Kohfeldt hatte Covid, glaube ich, und ich sollte reinkommen. Aber dann am Ende bin ich gar nicht reingekommen. Und ja, dieser Tag war ein bisschen bitter für mich, aber wie er gesagt hat, diese tiefen Zeiten, also builds Charakter und ja, die versuche ich zu benutzen in meiner Karriere, dass diese Zeiten mir so diese Kraft geben auch, weil ich weiß, dass ich durch die gehen kann. Also sehr wichtig, wir sind sehr eng und ich glaube, diese Zeit in Wolfsburg hat es nur gemacht, dass wir ja, noch enger geworden sind und ja,
die waren echt gute Zeiten mit ihm. Und ja, ich hoffe, in der Zukunft mit der Nationalmannschaft können wir das wieder erleben. Wir haben natürlich viel Qualität auch, lauferisch sehr stark und ja, wie wir gesehen haben, wir hatten jetzt einen guten Start zu der Saison. Es gibt ein paar Spieler, die gefährlich sein können für uns, aber es ist mehr so, wie die zusammen agieren, würde ich sagen. Also ja, wir müssen definitiv unser 100% geben, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Felix, wahr oder falsch zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg? 3 schnelle Fragen zum BVB, 3 zum VfL und 3 zum Duell der beiden Teams. Fangen wir mit dem BVB an. Keine Mannschaft traf in der aktuellen Bundesliga-Saison häufiger nach Standardsituationen als der BVB. Wahr oder falsch? Falsch. Ist ja richtig. 4 von 8 Toren haben wir schon nach Standards gemacht. Das sind die meisten in der Liga. Okay. Mats Hummels ist aktuell der beste Torschütze beim BVB mit Donny Malen in der Bundesliga in dieser Saison. Falsch. Richtig. Donny ist alleiniger bester Torjäger mit 3 Toren, Mats hat erst 2. Felix Metscher ist unter den Top 3 der schnellsten BVB-Spieler. Wahr oder falsch? Wahr? Ist richtig. Du bist der zweitschnellste Spieler hinter Karim Adeyemi. Du hast einen Höchstwert von 34,1 und Karim hat 34,3. Also ist noch ein Ticken schneller als du. Aber du bist unter den Top 3. Jonas Wind, kommen wir zum VfL. Jonas Wind ist der erste Spieler in Wolfsburgs Bundesliga-Geschichte, der nach 4 Spieltagen bereits 5 Treffer auf dem Konto hat. Wahr oder falsch? Falsch. Das ist richtig. Er hat schon 5 Treffer und ist damit der Einzige, der das je geschafft hat. Okay. Der VfL Wolfsburg hat bereits 3 Joker-Tore in dieser Saison erzielt. Wahr. Das ist falsch. Sie Oh. haben noch gar keine Joker-Tore in dieser Saison Nein? erzielt. Ne? Okay. Noch nicht so stark nach Einwechslungen. Der VfL Wolfsburg ist viel unterwegs und hat unter allen Bundesliga-Teams am drittmeisten Kilometer pro Partie zurückgelegt. Wahr. Das ist richtig, stimmt. Die laufen 120 Kilometer pro Partie und sind damit das drittstärkste Team in dem Bereich. Okay. Keines der bisher 56 Pflichtspiele zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg endete 0:0. Keiner. Wahr. Das ist falsch. Es gab schon 4 0:0. Ja? Okay. Der BVB verlor nur eines der letzten 16 Spiele gegen Wolfsburg. Wahr. Das ist richtig. Kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, war Ja. in der letzten Saison in Wolfsburg. Ja. Marco Reus traf bereits 5 Mal für den BVB gegen Wolfsburg. Falsch. Ich würde sagen, ja. Richtig. Marco hat schon 8 Tore und ist damit der beste Torschütze, den es in diesem Duell gibt in der Geschichte. Okay. Das war's schon. Danke. Okay.